Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke, dass Sie wieder dabei sind. Danke für das Einschalten. In diesem Video möchte ich Sie gerne einladen, mit mir einen Spaziergang durch die Mitte von Irkutsk zu machen. Heute, am 2. Juni, haben wir in Irkutsk ein sehr schönes Wetter. Draußen war es einfach herrlich, etwa plus 20 Grad Celsius. Am 1. Juni hat Irkutsk das Jubiläum gefeiert. Die Stadt ist jetzt 363 Jahre alt und es gab einige Veranstaltungen, aber ich vermeide solche Veranstaltungen, wo viele Menschen unterwegs sind. Ich mag sowas nicht. Das ist die Geschmackssache. Aber am 2. Juni, heute, beschloss ich doch einen Spaziergang im Stadtzentrum zu machen, um zu schauen, was dort los ist. Bei so schönem Wetter sind viele Menschen unterwegs. Die Familien sind mit ihren Kindern, die Menschen bummeln einfach so. Bei so schönem Wetter, man will draußen bleiben, solange es draußen warm ist. Die Temperaturen schwanken bei uns momentan sehr stark, mal kühl, mal warm, mal Sonne, mal Regen. Also man muss jetzt jeden Tag ausnutzen, wenn es draußen warm ist und die Sonne scheint. Ja, der Sommer ist bei uns schon eingekehrt. Es gab schon heiße Temperaturen bei plus 30 Grad Celsius sogar, aber in den kommenden Tagen haben wir so im Durchschnitt etwa plus 10, plus 15 Grad Celsius. Ja, die Hitze lässt auf sich noch warten. Hoffentlich haben wir heiße Temperaturen dann im Juli. So, mal schauen, was auf uns zukommt. Und mein Spaziergang in diesem Video beginnt auf der Promenade bei dem Zarendenkmal. Das Denkmal steht für den Alexander III. Genau dieser Zar hat das Erlass zum Bau der transsibirischen Eisenbahn unterschrieben. In ganz Russland gibt es nur 3 Denkmäler für den Zar Alexander III. Und zwar in Sankt Petersburg, in Nowosibirsk und in Irkutsk. Dank diesem Zar haben wir jetzt die transsibirische Eisenbahn und man kann das ganze Russland von West nach Ost und umgekehrt bereisen. Ich mag die Reisen mit dem Zug und empfehle Ihnen auch bei Gelegenheit natürlich so eine Reise zu unternehmen. Wenn Sie keine Zeit haben, dann kann man die Strecke teilen, zum Beispiel von Nowosibirsk nach Wladiwostok oder von Moskau nach Irkutsk oder von Irkutsk nach Wladiwostok, also irgendwie teilen. Dann kann man die transsibirischen Eisenbahn auch kennenlernen. Man braucht nicht unbedingt 6 Tage im Zug sitzen. Das kann nicht jeder aushalten. Okay, weiter in diesem Video sehen Sie meinen Spaziergang durch die Karl-Marx-Straße und der Bummel endet bei dem Denkmal von Lenin. Ja, 2 Epochen treffen sich aufeinander. Interessant. Ich weiß nicht, ob es die Denkmäler für Lenin noch in Deutschland gibt. Schreiben Sie bitte im Kommentar, ob es mindestens in Ostdeutschland die Denkmäler von Lenin zu treffen sind. Das würde mich gerne interessieren. Die Stadt Irkutsk ist zum Leben auch sehr attraktiv, sehr interessant, wenn Sie in Sibirien leben möchten. Besonders vorteilhaft ist die Lage der Stadt nah am Baikalsee, nur 1 Stunde Autofahrt und dann ist man im Dorf Listwanka am Baikalsee. Und für die Naturliebhaber ist die Stadt Irkutsk ein optimaler Ort zum Leben. Ja, hier gibt es auch kleine Dörfer, nicht weit von der Stadt. Wenn man in der Wohnung nicht wohnen will, dann kann man ein Holzhaus mit Grundstück in einem Dorf in der Nähe kaufen. Das geht auch. Aber wenn Sie in einer Wohnung leben möchten, dann gibt es auch keine Probleme. Es gibt große Auswahl an Immobilien. Die Preise sind leider nicht billig. Man muss im Durchschnitt mit 50.000 Euro rechnen. Auf jeden Fall. Also, liebe Freunde, danke für das Mitmachen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen. Wir sehen uns in den neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.